itself apart. The United States currently looks like a supernova explosion, tearing itself apart, turning itself outside in, total dysfunctionality on the political, governmental level, the splits in the security apparatus and so on. The United States is not nearly as strong as perhaps it thinks it is, because its internals are all shot to pieces. At least that's how it looks from here. But it depends how big a war you're talking about. Yeah. If the United States wants to have a thermonuclear exchange with China, well, none of us will be talking ever again on RT America or talking again at all, because that will be the end of the world. If you want to have a limited shooting war, well, China will win that in the South China Sea. That's my prediction. Just real quick, 20... Shalom, Shalom. Sagte sauer Kerl von GMS Germany mit einer neuen Lektion. Als allererstes ALALYAM, HAWAD WAHRHEIT, ABER YAHAWAH, YAHAWASHI, KADASH. Brakate YAHAWAH, Brakate YAHAWAH, Brakate YAHAWAH, Brakate YAHAWAH, Brakate YAHAWAH, Brakate YAHAWAH, KADASH. Was ich gerade gesagt habe, bedeutet alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit und Dank an seinen himmlischen Vater YAHAWAH, wenn die wir ignoranterweise Gott nennt, in den Namen von seinem einzigen zu Welt gebrachten Sohn YAHWASHI, wenn die wir ignoranterweise Jesus Christus nennt, den Namen vom Heiligen Spirit. Brakate YAHAWAH bedeutet Text heißt YAHAWAH, welcher einzig wahren heiligen Name von seinem himmlischen Vater ist, welcher Name bedeutet ist, existiert. Brakate YAHWASHI bedeutet Text heißt YAHWASHI, welcher einzig wahren heiligen Name von seinem himmlischen Löser Retter ist, welcher Name bedeutet rettet, befreit, ist Erlösung. KADASH bedeutet Name vom Heiligen Spirit. Es war die Last von KADASH, die heilige Zunge, das im Tiki-Hebräisch, die einzige Wachsprache für die sogenannten Negern, Lateinamerikanern und Indianern, die Töchter von Israel ausmachen und von den Israelites, die aus wie andere Nationen, die vier Quer verteilt sind. Tut Buße oder wird zerstört in Unglauben. Doppelt der Ehre geht raus in die ältesten Apostel und Milzlohn, die ist durch Bünde, Kraft, Menschkeit, Gnade von YAHWAH, KADASH, die Wahrheit Tag in Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, zu 100% lehren. Shalom, meine Akim, die Worten einfach fleißig in die vier Quer verteilen. Die Aufsehen Auserwählten nur an die Elegten in 45.000, die es hier geht. Das ist YAHWAH, KADASH, BARAK, Shalom. Die Lektion darüber sein: Ja, es wird einen nuklearen Krieg geben. Einen dritten Weltkrieg kann man auch sagen. Aber die Elekt werden davon gerettet. Vor der kommenden Zerstörung. Okay? Und das ist das Ding. Weil, wie ihr gerade in diesem Video gehört habt, so die Leute in der Welt sehen, dass ein dritter Weltkrieg kommt. Oder dass ein nuklearer Krieg entstehen wird. Aber wir haben die Prophecy, wir haben die Prophezeiung, dass es versteht, dass es wirklich zustande kommen wird. Okay? Durch die Kraft von YAHWAH. Und er, der linke, wie heißt er nochmal, Michael Maloof, okay, hat sogar davor gesagt, ey, die BRICS-Nationen, welche BRICS-Nationen sind Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika. Und was ist da drin? China gegen Indien, Indien gegen China. Deswegen fangen wir mit dem ersten Precept an. Was ist hier? Mit den Matthäus, Kapitel 12, Vers 25, und es sagt: And Yahushua knew their thoughts, and Yahushua kannte ihre Gedanken, and said unto them, sagte zu ihnen: Every kingdom divided against itself, jedes Königreich, das gegen sich gestellt ist brought to desolation, ist zur Verwüstung gebracht. And every city or house, und jede Stadt oder Haus, divided against itself, gegen sich gestellt, es soll nicht stehen. Und das ist das Ding. Die Situation sind wir gerade, weil die ganzen Nationen sind gegen sich gestellt. Ob es in der NATO ist, ob es in der EU ist, ob es in den BRICS ist, jedes sogenannte Abkommen, was diese Welt hat, was diese verschiedenen Nationen haben, für ein Weltgovernment, YAHWAH, lässt sie gegeneinander gehen. Weil er sagt in Matthäus 24 Kapitel was? Matthäus 24 und 7. For nation shall rise against nation, Nation soll gegen Nation aufstehen. Das heißt, Rassenkriege werden ausbrechen, ein Kingdom against Kingdom, Königreich gegen Königreich. Das heißt, Kriege werden ausbrechen. Wie wir gerade sehen. In der shall be famine, es soll Hungersnöte sein, Pestilence und Seuchen wie der Coronavirus und Hungersnöte wie in der vierten Welt sind und Erdbeben in diverse places, in verschiedenen Plätzen. All these are the beginning of sorrows. All diese sind der Anfang von Kummer, Leid, Trübsal und Qualen. Das ist nur der Anfang. Weil YAHWAH hat schon in der Prophecy von Daniel, im 2. Kapitel, was gesagt? Daniel Kapitel 2 und 42. Und es sagt: And these 10 toes, und diese 10 Zehen, okay, of the feet were part of iron, waren Teil von Eisen, and part clay, und Teil sozusagen Lehm. So the kingdom shall be partly strong and partly broken. Und dadurch soll das Königreich teils stark sein und teils gebrochen. Und das zeigt dieses letzte Königreich, in dem wir leben. Das repräsentiert das. Wenn man in diese Prophecy geht,
Es ist der Dream vom König Nebuchadnezzar von Babylon und Daniel erklärt ihn gerade. Okay? Und es war das Gold, der goldene Kopf, welches das Babylon ist, der eiserne, eiserne Oberkörper so ungefähr, welches Medio-Persian Empire war. Dann war das die Oberschenkel und der Bauch so ungefähr aus Bronze, welches griechische Empire war. Und dann war das Eisen, warte, lass kurz weiter hochgehen. Lass 41 lesen, aber schon nur kurz. Gib mal eine Sekunde. Ja, und seine Beine, okay, seine Beine waren aus Eisen, welches das Römische Reich war, okay? Und seine Füße, Zeit aus Eisen und Zeit aus Lehm. Und das ist das wiedergeborene Römische Reich, in dem wir leben. Das ist unter der NATO und der EU, okay, dieses Beast-System im Leben, über welches Amerika herrscht, okay, die Hure. Und das ist das Ding. Und zu Vers 41, and whereas thou sawest the feet and toes, wo du die Füße und Zehen sahst, parts of potter's clay, Zeit von Töpferslehm, and part of iron und Zeit von Eisen, the kingdom shall be divided, soll das König in zweit sein, das gegen sich gestellt sein, divided, okay, but there shall be in it of the strength of the iron, aber in diesen Füßen, in diesem Königreich soll die Stärke von Eisen sein, von dieser starken Nation, wie Deutschland, Amerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, was zum Beispiel weggebrochen ist, eine von den 10 Fußzehen. For as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. Okay, so wie die Füße, wie du den Eisen sahst, zusammengemixt mit dem Lehm. Vers 43. And whereas thou sawest the iron mixed with miry clay, wo du die Füße, den Eisen gemixt mit dem Lehm sahst, there shall mingle themselves with the seed of men, sollen sich zusammentun mit den Samen von Menschen, but there shall not cleave one to another, sollen nicht einer zu den anderen halten, even as iron is not mixed with clay, so wie der Eisen nicht mit dem Lehm zusammenhält. Das heißt, dieses Königreich hält zusammen. Weil was passiert, wenn Eisen und Lehm zusammengemixt in einer Statue auf den Boden fällt? Der Eisen bleibt stark, bricht nicht auseinander, aber der Lehm zerbricht. Und das sehen wir gerade. Okay, weil wir sehen dieses Königreich gegen sich gestellt. Deswegen gehen wir zur Offenbarung, Kapitel 17. Okay, deswegen gibt es einen dritten Weltkrieg, weil diese Königreich gegen sich gestellt sind. Und YAHAWASHI wird dieses Königreich gegen sich stellen. Gegen sich diese nuklearen Sprengköpfe aufschießen lassen. Offenbarung 17. Kapitel und Vers 3 erstmal. Vers 4. And a woman was arrayed in purple and scarlet. Und dann Vers 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness. Das heißt, ja, John wurde vom Angel in die Wildnis gebracht, seine Vision hat er bekommen. And I saw a woman sit upon the scarlet colored beast. Das ist eine Frau, die auf den roten, scarlet, so rötlichen, farbenen Bestie saß. Okay, full of names of blasphemy, voll von den Namen von Blasphemie, have 7 heads and 10 horns, hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Und diese 10 Hörner kontrollieren die Bestie. Okay? Die 10 Hörner repräsentieren die Kraft der Bestie. So ungefähr. Jetzt gehen wir zu Vers 15. Oder Vers 16. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, und die 10 Hörner, die du auf der Bestie sahst, these shall hate her, die sollen die Hure hassen. Heißt es, diese Hörner sind einfach nur wirkliche Hörner? Nein, wie kann ein Horn etwas hassen? Okay, das ist das Ding. Wie kann ein Horn etwas hassen? Diese Hörner repräsentieren die starken Nationen von dem Beast-System, in dem wir leben. And shall hate her, and shall make her desolate naked, soll sie verwüsten und nackt machen. And shall eat her flesh, und soll ihr Fleisch essen, and burn her with fire, und sie mit Feuer verbrennen. Und das Feuer repräsentiert die ICBM Missiles, die auf diese Nation, auf Babylon, auf Amerika herabregnen wird. Weil Amerika ist die Hure, die in diesem Königreich herrscht. Vers 17. For the Most High has put in their hearts to fulfill his will. Weil der Höchste hat in ihren Verstand, von wem? Von den Königen, sein Wille gesetzt, also in ihren Verstand gesetzt, sein Wille, dass sie ihn erfüllen, and to agree, zu einstimmen, and give their kingdom unto the beast, ihr Königreich zu der Bestie zu geben, until the words of the Most High shall be fulfilled, bis die Wörter von dem Höchsten erfüllt sind. Vers 18. The woman which thou sawest is a great city. Und die Frau, die du sahst, ist die großartige Stadt. Babylon, neu modernes Babylon, Virgin Daughter of Babylon, Amerika. Which reigneth over the kings of the earth, welche über die Könige von der Erde herrschen. Und das ist das Ding, das heißt, Amerika, Babylon wird mit nuklearem Feuer zerstört.
der Lake of Fire, der Fluss von Feuer, sind die ICBM Missiles, die auf Amerika herabregnen werden. Okay? Weil es sagt in Offenbarung, Kapitel 9, Salaki, weil der dritte Weltkrieg ist in den Scripturen. Offenbarung 9 und 12. One war is past, eine Zerstörung ist vergangen. Behold, und seht, there cometh two wars more after. Seht, da kommen 2 mehr Kriege danach. 2 mehr Zerstörung. Das heißt, der älteste Weltkrieg war, der zweite Weltkrieg ist passiert und jetzt kommt der dritte Weltkrieg, wie ich sagte in Offenbarung 11 und 14. And the second war is past, die zweite Zerstörung ist vergangen, der zweite Weltkrieg ist vergangen. And behold, und seht, der dritte Weltkrieg kommt schnell. Und das ist das Ding, in dieser Zeit leben wir gerade, die Zeit vom dritten Weltkrieg, wo der Krieg nicht mehr mit Schwertern und Blut ausgefochten wird, sondern mit Feuer. Isaiah 9 und 5. For every battle of the warrior is with confused noise. Das heißt, jeder Krieg, jeder Kampf vom Krieger ist mit verwirrenden Geräuschen. Die Schwerter schlagen aufeinander, Eisen haut aufeinander, ding, ding, ding und so weiter und so fort. And garments rolled in blood. Und Gewänder voll von gerolltem Blut, wie es früher war. Wenn du in den Krieg gegangen bist, warst du voll getaucht mit Blut. Weil du mit Schwertern kämpftest. Aber was jetzt? Aber dieses shall be with burning and fuel of fire. Aber es soll mit Brennen und Feuer sein. Das heißt, das Feuer repräsentiert die ICBM Missiles. Dieser Krieg wird mit Feuer ausgefochten. Und welches Waffenarsenal oder welche Waffe dieser Welt kann mit Feuer etwas zerstören? Das sind die ICBM Missiles, weil wenn diese Raketen einschlagen, die nuklearen Sprengköpfe, dann wird Feuer entstehen, alles um sie herum wird weggebrannt. Okay? Und das ist die Kraft von YAHAWASHI. Okay? Weil YAHAWASHI hat das in Joel gesagt und prophezeit. Das ist alles, was wir gerade lesen in Prophecies. Okay? Weil wir gehen in Prophezeien, weil YAHAWAH sind wie die Propheten. Weil YAHAWASHI sagt in Amos 3 und 7, er macht nichts, außer seine Geheimnisse zu den Propheten zu offenbaren. Joel 3 und 9. Proclaim ye this among the Gentiles. Proklamiert das. Bringt raus unter den Heiden das. Prepare war. Macht euch bereit für Krieg. Wake up the mighty men. Erweckt eure mächtigen Männer. Das heißt, euer Waffenarsenal, euer Militär. Let the men of war draw near. Lasst die Männer von Krieg nahe kommen. Let them come up. Lasst sie vorkommen. Das heißt, macht euer Militär bereit für den Krieg. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Das heißt, lasst sozusagen eure Sachen, die ihr sozusagen die landwirtschaftlichen Sachen, die ihr investiert habt, transformiert sie in Waffenarsenal. Das heißt, nehmt euer Geld von dieser Landwirtschaft, weil das sustaint euch, das gibt euch sozusagen das Leben Tag in Tag aus, die Sachen, die Tiere und so weiter und so fort, die Vegetables, nimmt das Geld von da und investiert es in Waffen. Lasst die Schwachen sagen, ich bin stark. Und das machen die Nationen gerade. Indien hat nukleare Sprengköpfe. Pakistan hat nukleare Sprengköpfe. Deutschland redet über nukleare Sprengköpfe. Okay, China, Russland, all diese Nationen, die sogenannten als schwach angesehen wurden über die letzten paar Jahre, über die letzten Jahrzehnte, sind jetzt stark. Assemble yourselves, versammelt euch, and come und kommt, let all the heathen, all ihr Heiden, and gather yourself together round about, und versammelt euch rundherum, did it cause the mighty ones to come down, O Yahawah. Deswegen bringt er den Mächtigen runter, O Yahawah. Let the heathen be weakened, lasst die Heiden geschwächt sein, and come up to the valley of Yahawah's path, und lasst sie hochkommen to the valley, von Tal von Yahawah's judgment. Weil Yahawah's path bedeutet Yahawah's judgment. For there will I sit to judge the nation, the heathens round about, weil da werde ich sitzen und die Nationen rund um mich herum zu richten. Und das ist das Ding. Weil Yahawah hat das gesagt in Isaiah 66, ich mich richtig erinnere, und 15. Okay. Und es sagt, for behold, Yahawah will come with fire. Seht, Yahawah schon mit Feuer kommen. And with his chariots like a whirlwind. Und mit seinen Streitwagen mit einem Wirbelsturm. Welche Ufos sind. Sogenannten Ufos. Die Bewegungsmittel von Yahawah. Das heißt, Yahawah wird mit dem Feuer kommen. Mit den Laserbeams die Leute richten. To render his anger with fury. Um seine Wut auszuüben mit Furiosität. And his rebuke with flames of fire. Und seine Verweise, seine Tadel mit feurigen Flammen. Oder Flammen von Feuer. Vers 16, for by fire and by a sword, und weil durch Feuer und sein Schwert, das heißt, durch Feuer, die ICBM Missiles, welche auch das Schwert sind, okay, und auch die Laserbeams von Chariots, will Yahawah plead with all flesh, okay, und wenn das Wort plead geht, bedeutet es judge, das heißt, Yahawah wird das ganze Fleisch judgen, alle, die auf der Welt sind, and the slain of Yahawah shall be many, und die Getöteten von Yahawah sollen viele sein. Weil Yahawah wird die Nation in Yahawah's Path bringen,
Okay, Yahweh's Judgment, weil es sagt auch in Offenbarung 16. Kapitel und ich glaube 16. Vers. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Okay, und das ist das Ding, YAHAWASHI, wie wir gerade gelesen haben, wird sie alle zusammenbringen in Armageddon, welches Yahawasche Part ist, welche der Mittlere Osten ist, wo gerade sich die ganze Nation sammeln und sich auf den Krieg vorbereiten. Okay, ist Offenbarung 16,16 beginnt zu Wort Armageddon, welches in Hebrew was ist? Okay, Mountain. Und was bedeutet God One? Place of Crowds. Okay, und Gerttet bedeutet was? To gather in troops or crowds. Das heißt Mountain of Troops. Okay, das ist das Ding. Das heißt, der Mountain of Troops wird im Mittleren Osten sein, wo YAHAWAH die Nationen bringen wird, weil sie seinen Willen erfüllen und sie werden sich gegeneinander richten. Der dritte Weltkrieg wird ausbrechen. Okay, und das ist das Ding. Jetzt gehen wir zu Joel. Joel, Kapitel 2. Das heißt, wir sehen, Krieg ist auf dem Weg. Wir sehen, der dritte Weltkrieg kommt. Joel 2,1 sagt, blow the trumpet in Zion. Das heißt, blas die Trompete in Zion, in Israel, and sound an alarm in mein holy mountain. Und bringt einen Alarm raus, lasst einen Alarm rausklingen in meinen heiligen Berg. Das tun wir wie? Mit unseren Wörtern, mit dem Wort von YAHAWAH. Okay, weil das Wort ist eine Trompete. Okay, und wir blasen die Trompete, weil wir das Wort rausbringen. Okay, for the day of Yahweh, let all the inhabitants of the land tremble, dass all die Bewohner von dem Land zittern, for the day of Yahweh kommt, weil der Tag von YAHWAH kommt, for the night hand, weil der Tag ist nah. A day of darkness and gloominess, ein Tag von Dunkelheit. A day of clouds and of thick darkness, ein Tag von Wolken und dicker Dunkelheit. As the morning spread upon the mountains, so wie der Morgen sich verteilt über die Berge und der hinter dem Berg steht, ist komplette Dunkelheit. Das heißt, der Tag von YAHWAH wird Dunkelheit sein und kein Licht. A great people and a strong, großartige Leute und Stärke, there has not been ever the like. So, es war nie wie dieser Tag. Neither shall be any more after. Weder soll es irgendwann nach ihm sein. Even to the years of many generations, sogar zu den Jahren von vielen Generationen. Das heißt, der Tag von YAHWAH wird wie kein anderer sein. Der Tag von Jacob's Trouble wird kein anderer sein. Die Zeit von Jacob's Trouble. The time of Jacob's Trouble. Der Tag von YAHWAH, der Judgment-Tag, wird wie kein anderer sein. Warum? Weil dann wird Frieden in die Welt einkehren. Ähnliche Sprühkraft von YAHWAH, deswegen wird es der Tag der Geschichte sein und die Zeit der Geschichte. Eine Zeitperiode, an die wir uns immer erinnern werden. Vers 3, a fire devours before them, ein Feuer verbrennt, zerstört vor ihnen, weil devour geht, lass kurz das Wort devour nachgucken. Joel 2 und 3. Salaki. Joel 2 und 3. Akal, as my now is a spirit to devour, eat, burn up, feed. Das heißt, ein Feuer verbrennt vor ihnen. Und wenn das Wort devour im Neuen Testament geht, bedeutet es sogar destroy. Das heißt, ein Feuer brennt vor ihnen, das heißt, frisst vor ihnen. Ein Feuer frisst vor ihnen, zerstört vor ihnen, verbrennt vor ihnen. And behind them a flame burneth. Und hinter ihnen brennt eine Flamme. The land is as the garden of Eden before them. Das Land ist wie der Garten von Eden. Okay, lass kurz das Wort Eden gehen. Was bedeutet Eden? Aidan, Pleasure. Das heißt, das Paradies vor ihnen. And behind them a desolate wilderness. Und hinter ihnen eine verwüstete Wildnis. Yea, and nothing shall escape them. Ja, nichts soll ihnen kommen. Das spricht über die ICB Missiles. The appearance of them is the appearance of horses. Okay? Was bedeutet Horse? Kraft. Repräsentiert das. Das heißt, dieses Abbild von ihnen ist wie dieses Abbild von Pferden. And as horsemen, so shall they run. Und wie Pferdemänner sollen sie rennen. Das heißt, sie werden unstoppable sein. Wie like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap. Wie die Geräusche von Streitwagen auf den Bergspitzen sollen sie gehen. Like the noise of a flame of fire that devours the stubble. Wie dieses Geräusch von Flammen, von Feuer, die Stimme auffressen. As the strong people set in battle array. Wie starke Leute, die in Kampfausrüstung sind. Before their face, the people shall be much pained. Vor ihrem Gesicht sollen die Leute vielen Schmerzen sein. All faces shall gather blackness. Alle Gesichter sollen schwarzer werden. Das heißt, ohne Licht, ohne Hoffnung. They shall run like mighty men. Wie starke Männer rennen.
They shall climb the walls like men of war. Sie sollen vergiss das Wort immer, die Wände hochklettern wie Männer von Krieg. They shall march everyone on his ways. Die sollen jeder in seinen Weg rennen. And they shall not break their ranks. Sie sollen nicht ihre Ranks brechen, was lass kurz wohl Rank nachgucken. Das heißt, sie werden unstoppable sein. Sie haben einen Tag und werden es treffen. A rock und das bedeutet way. Okay, path. Das heißt, sie werden nicht ihren Weg abweichen. Das heißt, sie werden diesen Weg einschlagen von, sagen wir mal, China nach Amerika, boom. Von Russland nach Amerika, boom. Sie werden hitten. Okay? Vers 8. Neither shall one trust another. Weder soll irgendjemand einen anderen treffen. They shall walk everyone in his path. Soll jeder in seinen Weg laufen, in their ranks laufen, in ihrem Weg laufen. And when they fall upon the sword, wenn sie aufs Schwert fallen, they shall not be wounded, sollen sie nicht verletzt werden. Das heißt, kein sogenanntes Eisbeben-Mistes Verteidigungssystem wird diese Eisbeben-Mistes stoppen. Wenn sie rausgeschossen werden, werden sie unaufhaltbar sein und 100% sich treffen. Vers 9. They shall run to and fro in the city, sollen hin und her in der Stadt, das heißt, die Stadt zerstören. They shall run upon the walls, und auf den Wänden laufen. They shall climb up upon houses, und auf den Häusern laufen. They shall enter in at the windows like a thief, sollen in die Fenster reinkommen wie ein Dieb. Was repräsentiert das? Die Eisbeben müssen, wenn sie abgefeuert werden. Keiner weiß es. In den Städten zum Beispiel, wie ihr diese Filme seht, ein Missile-Hit-Einfach, boom. Wie ich auf Dings gesehen habe, wie bei Arrow. Keiner konnte sich davor retten. Die Eisbeben-Misse wurden 2 Stunden früher wurden abgeschossen. Okay? Und was ist passiert? Die Eisbeben-Misse haben einfach gehittet. Und dann haben sie versucht, sie umprogrammieren, das wird nicht passieren. Okay? Die Eisbeben-Misse haben gehittet, wo sie hitten sollen. Boom! Und haben diese ganze Stadt zerstört. Außer ein. Und das repräsentiert die Elekt. Das ist der Spirit. Ich habe nie darüber nachgedacht. Was passiert mit diesen einen Typen? Er hatte einen Anzug an, den der Vater ihnen über Generation weitergegeben hat, welche die Truth repräsentiert. Und was passiert? Er war darin gehüllt und die ICBM-Missiles konnten ihm nichts anhaben. Er war geschützt von dem Feuer. Und das ist Spirit, die Kraft von YAHAWAH. Durch den Spirit, straight up, KADASH. Ja, warte, welche Lektion darüber machen, wenn ich die Episode wieder finde. Vers 10, the earth shall quake before him, die Erde soll zittern vor ihm. Das repräsentiert, wenn die ICBM-Missiles auf die Erde runterschlagen. The heavens shall tremble, die Himmel sollen zittern. Die Kräfte, die Himmel zittern, okay, der Himmel wird zittern. Und weil es gibt verschiedene Himmel. Es gibt den spirituellen Raum von YAHAWAH, es gibt die Atmosphäre und es gibt den Himmel über uns. Okay? Und es gibt noch die Rulership. Und diese verschiedenen Himmel werden zittern. The sun and the moon shall be dark. Die Sonne und der Mond soll dunkel sein, welche die weiße Verständnis repräsentiert. Das heißt, sie werden keine Aussicht haben, keinen Ausweg haben. Sie werden sozusagen ahnungslos sein. Sie werden sozusagen keine Weiße haben in diesen letzten Tagen. And the stars shall withdraw their shine. Und die Sterne sollen ihr Licht wegziehen. Okay? And Yahweh shall utter his voice before his army. Yahweh shall seine Stimme vor der Armee rausgeben. For his camp. Weil sein Camp ist sehr großartig. For he is strong to execute his word. Weil der sein Wort ausübt, ist sehr stark. For the day of Yahweh is great and very terrible. Und weil der Tag von Yahweh ist großartig und sehr furchterregend. And who can abide? Und wer kann darin stehen? Niemand, außer die Elekt. Okay? Jetzt gehen wir noch zu Malachi 4 und 1. For behold, seht, der Tag kommt, der shall burn as an oven, der wie ein Ofen brennen soll. And all the proud, und all die Hochmütigen, yea, and all the do wickedly, und all die Böshaftes tun, shall be stubborn, soll Stimme sein. And the day that cometh shall burn them up, der Tag, der kommt, soll sie wegbringen. Saith Yahweh of hosts, sagt Yahweh von Armeen. There shall leave them neither root nor branch, dass weder Zweig noch Wurzel übrig lassen soll. Das heißt, die ICBM-Missiles repräsentiert das. Der Tag, der wie ein Ofen brennt, repräsentiert die ICBM-Missiles, die auf die Erde herabregnen werden, weil es wird dann wie ein Ofen brennen. Und wenn du das anfasst, boom, du bist zerstört. Das heißt, wenn die ICBM-Missiles runterregnen, werden sie die Welt zerstören durch die Kraft von Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem, KADASH. Es wird einen nuklearen Krieg geben, ja. Weil es wird nicht mal mit Armeen sein, es wird einfach nur diese Waffen sein. Die ICBM-Missiles. Es gibt noch zu Zechariah und der Preset dafür zu holen. Weil alles, was ich gerade gelesen habe, waren Missile-Precepts. Okay, Raketen-Precepts ungefähr auf Deutsch. Zechariah 14 und 12. Und es sagt, and this shall be the plague wherewith Yahweh will smite all the people that have fought against Jerusalem. Und das soll die Plage sein, mit welcher Yahweh all die Leute
zerstören wird, töten wird, die gegen Jerusalem gekämpft haben. The flesh shall consume away while they stand upon their feet. Das Fleisch soll vergehen, während sie auf den Füßen stehen. And the eyes shall consume away in their holes. Und ihre Augen sollen vergehen während in ihren Augen, in ihren Löchern. And their tongue shall consume away in their mouth. Und ihre Zungen sollen vergehen in den Mündern. Also sie werden auf euren Füßen stehen und ihr werdet einfach vergehen. Einfach decayen. Zersetzen. Das ist kurz das Wort. Ja, zersetzen einfach. Durch die Kraft von YAHAWASHI. Okay? Und wenn ihr da all das hört, wie sollen die Elekt davon gerettet werden? Wie? Ihr hört die Prophecy zustande kommen werden. Der dritte Weltkrieg wird ausbrechen, es wird mit nuklearem Feuer sein, das Feuer wird überall sein, alles verbrennen, was da ist. Nichts wird übrig gelassen werden. Wie sollen die Elekt gerettet werden? Jetzt lesen wir 2. Petrus 3 und 10. But the day of Yahweh will come as a thief in the night. Aber der Tag von YAHAWASHI wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Warum? Weil sie nicht aufpassen, weil keiner auf die Prophezeien achtet, außer die Elekt. Wie es sagt in 1. Thessaloniker 5 und 1-3. In which the heavens shall pass away with a great noise, in welche die Himmel vergehen sollen mit großartigem Geräusch, and the elements shall melt with fervent heat, und die Elemente sollen vergehen mit feuriger Hitze, welche Eis wie Mist darstellen, wenn sie auf die Erde herabregnen. The earth also and the works that are then shall be burnt up, und die Erde und all die Arbeiterinnen sollen weggebrannt werden. Okay, und das ist das Ding. Das heißt, diese Eis wie Mist werden alles zerstören. Vers 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, seht dann, dass all diese Sachen vergehen sollen, schmelzen sollen. What manner of person ought you to be in all holy conversation godliness? Welche Art von Leute werdet ihr sein in allen euren Konversationen, heiligen Konversationen und Göttlichkeit? Welche Person werdet ihr sein? Eine gerechte Person von YAHWASHI oder irgendein 2/3 Israelite, der zerstört wird? Der ist wie ein Heidefeld. Vers 12. Looking for and hastening unto the coming of the day of Yahweh. Und wir schauen für eine Hasten. Das heißt, wir schauen nach den Tagen und wollen ihn jetzt schon da haben von YAHWASHI. Where the heavens being on fire shall be dissolved, wo die Himmel brennen sollen und zersetzt werden sollen. And the elements shall melt with fervent heat. Und die Elemente sollen schmelzen mit feuriger Hitze. Okay, und das ist das Ding. Das heißt, das wird passieren. Nichtsdestotrotz, wir, das ist ein Versprechen, schauen nach neuen Himmel. Okay, was bedeutet neue Herrschaft? Und neuen Erde, einer frischen Herrschaft, einen frischen Himmel, worin Gerechtigkeit verweilen wird. Und das danach sehen wir uns. Durch die Kraft von YAHWASHI. Und das wird passieren. Aber wie sollen die Elekt jetzt von dieser nuklearen Zerstörung, von diesem Judgment, was kommen, wie von YAHWASHI gerettet werden? Offenbarung 15:2. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire. Und es sah, als ob es ein Fluss war, okay, von Glas, zusammen vermischt mit Feuer. Und das repräsentiert die Ice Beam Missiles, die auf Amerika herabregnen werden. Es wird so viele Ice Beam Missiles sein, dass es aussieht wie ein Feuersee. Okay? And them that had gotten the victory over the beast, und die den Sieg über die Bestie hatten, die Elekt, and over his image, und über sein Zeichen, and over his mark, und es sagt, und über sein Abbild, und über sein Zeichen. Das heißt, das Zeichen der Alpha Lice, welcher gerade auf die Welt herabregnet, wirklich herabregnet, der überall ist in China, Japan, in Schweden und sogar hier auch in Deutschland. And over the number of his name, und über die Nummer von seinem Namen, stand on the sea of glass, stehen auf dem See von Glas, having the harps of God, und haben die Harfen von den Höchsten. Das heißt, die Elekt werden in den Chariots stehen. Okay, dieses Glas repräsentiert die Chariots. Okay, gone. Sea of Glass, das heißt, stehen auf diesem Glas und schauen herunter und werden nur mit den Augen sehen die Zerstörung von den Boshaften, wie es sagt in Psalms 91. Das heißt, werden die Chariots hochgebeamt, wie wir gleich lesen werden, und dann werden wir nur herabsehen auf die nukleare Zerstörung von diesem Platz. Okay? Jetzt gehen wir zu Psalms 91 und Vers 8. Und es sagt, only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Nur mit deinen Augen sollst du sehen die Belohnung von den Boshaften. Das heißt, nur mit unseren Augen werden wir es sehen. Wir werden es nicht fühlen, weil es sagt, Weißer von Solomon, lasst uns den Priester kurz holen. Weißer von Solomon, Kapitel 3, Vers 1, und es sagt, but the souls of the righteous are in the hand of Yahweh. Aber die Seelen von den Rechten in der Hand von YAHWASHI, and there shall no damage touch them. Und da soll kein Kummer, Leid und Trübsal sie anfasst. Auch wenn wir in den Augen von den Menschen sterben. Wir sind trotzdem nicht in den Qualen, wie ihr sein werdet. Das ist die Kraft von YAHWASHI. Okay, jetzt gehen wir noch zu 1. Thessaloniker 4, Vers 15. Es sagt, for this we say you by the word of the Lord. Weil das sagen wir
durch das Wort von dem Herrn. That we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Das heißt, wir, die bestehen bis zum Kommen von dem Herrn und sind am Leben, sollen nicht die prevent sozusagen, prevent. So like davon, lass kurz Wort prevent nachgucken. So nicht die behindern oder hindern, welche die schlafen. Das heißt, wir werden die nicht hindern können, die schlafen. Die sterben zu YAHAWASHI, Vers 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, weil der Herr selbst soll vom Himmel runterkommen mit dem Schrei. Descend, runterkommen, descend. Okay? With the voice of the archangel, mit der Stimme von Erzengel, and with the trump of the Most High, mit der Trompete vom Höchsten, and the dead and the Mashiach shall rise first. Und die Toten, die in Yahushua gestorben sind, die Märtyrer, wie sagt in Offenbarung 20,4, die den Chip nicht genommen haben, die Zeichen der Besten nicht genommen haben, werden als erst aufstehen mit Yahushua. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Und wir, die bis zum Ende bestehen, sollen zusammen mit ihnen hochgebracht werden in die Wolken, welche die Chariots darstellen, die sogenannten UFOs, die Bewegungsmittel von YAHAWASHI, welche unsere Lösung sein werden. Werden da hochgebeamt und werden von den nuklearen Zerstörungen gerettet. And it's like to meet the Lord in the air, und wir werden den Herrn in der Luft treffen. And so shall we ever be with the Lord. Und so sollen wir für immer mit den Herrn sein. Weil sein Königreich für immer bestehen wird. Das ist das Ding. Das heißt, wir werden für immer mit YAHAWASHI sein. Und das wird unsere Lösung sein. Okay? So like. Weswegen stärkt einander mit diesen Wörtern. Okay, wir müssen einander mit diesen Wörtern stärken. Deswegen tue ich das gerade durch das Spirit und Kraft von YAHAWASHI. Isaiah 26 und 20 und sagt, komm, my people, komm, meine Leute. Enter into the chambers. Geh in dein Zimmer, welche die Chariots beschreibt. And shut thy doors, und schließ deine Tore. Das heißt, wir gehen in die Chariots, die werden geschlossen. Wie es sagt in Matthäus 25 Kapitel. Okay? Das heißt, YAHAWASHI wird sagen, ich kenne euch nicht. Das wird repräsentieren, wenn wie die Tore von der Arche, wo die Arche von Noah geschlossen wurde, ist sie nicht mehr geöffnet worden, bis die Zerstörung vorbei war. Bis YAHAWASHI sagt, die Zerstörung ist vorbei, boom, die Arche kann wieder geöffnet werden. So wird es auch sein mit den Chariots. Wir werden so lange die Chariots sein, bis die Zerstörung vorbei ist. Hide thyself as it were for a little moment. Verstecke dich, wie ob es für einen kleinen Moment war, until the indignation be overpassed. Bis die gerechte Hass von YAHAWASHI vergangen ist. Das heißt, wir werden von dieser Zerstörung gerettet durch die Kraft von YAHAWASHI. Ja, Ratza bin ich von den Elect und meine Brothers. Okay, wir arbeiten ja Ratza unsere eigene Lösung aus. Isaiah 16,8, und es sagt, who are these that fly as a cloud? Welche sind diese, die wie eine Wolke fliegen? And as doves to their windows, und wie Doves sozusagen Tauben in ihre Windows, Fenster. Und das ist das Ding. Das heißt, wir werden diese Chariots sein durch die Kraft von YAHAWASHI. Okay, ich will ein Priester mein Verstand. Und lass mal kurz in das Video zurückgehen. Hier. At all, because that will be the end of the world. If you want to be talking ever again on RT America or talking again at all, because that will be the end of the world. If you want to have a limited shooting war, well, China will win that in the... Depends how big a war you're talking about. Yeah. If the United States wants to have a thermonuclear exchange with China, well, none of us will be talking ever again on RT America or talking again at all, because that will be the end of the world. Dieser Krieg wird das Ende von Isis Königreich sein und der Anfang von unserem Königreich. Ja, oder soll ich die Lektion so nennen? Also in der Art. Weil es sagt im 2. Esdras, Kapitel 6, Vers 9. For Esau is the end of the world. Esau ist das Ende der Welt. Und Jakob, Yashala, Israel ist der Anfang von dem, was folgt. Okay? Und das ist das Ding. Das heißt, Esau ist das Ende von dieser Welt, von dieser Herrschaft. Und dann fängt unsere Herrschaft in YAHAWASHI. Und da werden wir für immer mit YAHAWASHI sein. Okay, wie wir gelesen haben, wir sollen immer mit YAHAWASHI sein, weil es sagt, 2. Esdras 6, oder 2. Esdras 7 und wo war's nochmal? Nein. 2. Esdras Kapitel 6
Und Vers, lass ich kurz nachgucken. 6 und 57. And now Yahweh, behold these heathen. Und jetzt Yahweh Bashem Yahushai, sehe diese Heiden, which have ever been reputed as nothing, die immer als nichts angesehen wurden, have begun to be lords over us and to devour us. Haben angefangen uns aufzufressen, Herren über uns zu sein, uns aufzufressen, wie sie gerade sind. But we the people, wir deine Leute, whom du hast called the firstborn, wen du der Erstgeboren genannt hast, THAWADAH. Okay. The only, Salakia. The only begotten, lass kurz David nachgucken, den Namen David. Weil ich will double checken. THAWADAH. Beloved bedeutet THAWADAH. Beloved, Salakia. Ist nicht only begotten, aber beloved. The fervent lover. Are given into the hands, in ihre Hände gegeben worden. Das heißt, Yahweh hat uns in ihre Hände gegeben. Er hat uns Isas Hände gegeben. Aber sobald dieses Königreich aufhört, fängt unser Königreich an. Weil er ist das Ende der Welt und wir sind Anfang von dem, was folgt. If the world now be made for our sakes, wenn die Welt jetzt für uns gemacht wurde, weil die Welt wurde nur für Israel gemacht, von sogenannten Neger, Latinamerikanern. Weil wir sollten überall Nationen sein. Das heißt, wenn dieses Königreich aufhört, fängt unser Königreich an. Und wird für immer und immer und immer sein. Why do we not possess an inheritance with the world? Warum haben wir dann kein Erbe mit der Welt? How long shall this endure? Wie lange soll das weitergehen? Wie lange soll das noch anhalten? Sagt Esdras. Es ist noch ein Precept in Daniel. Daniel, Kapitel 7 und Vers 18. But the saints of the Messiah, aber die Heiligen von dem höchsten Yahweh Bashem Yahushai, shall take the kingdom, das Königreich nehmen, and possess the kingdom, und das Königreich besitzen, forever, even forever and ever, sogar für immer und immer. Ever and ever and ever. Okay? Das ist das Ding. Wo war der andere Precept? Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Ich gucke jetzt mal das Wort nach, weil da waren noch 2 Precepts, die ich lesen wollte. Wo ist mit YAHAWASHI? Ah, 13, Salakia. Daniel 7 und 13. Und es sagt, I saw in the night vision, ich sah in der Nachtvision, Vision, Salakia. And behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven. Und ich sah, und seht, ich sah einen Mann, einer wie der Sohn vom Mann, YAHAWASHI, kam mit den Wolken vom Himmel, welche die Chariots repräsentiert, mit seiner Armee, wie es sagt in Offenbarung 19. Kapitel, and came to the Ancient of Days, und kam zu den antiken Tagen, Yahweh, and they brought him near before him, und hat sie nah vor ihn gebracht. And there was given him dominion, ihm wurde Herrschaft gegeben, and glory und Ehre, and the kingdom und ein Königreich, that all people, dass alle Leute, Nationen und Zungen ihm dienen sollen. His dominion is an everlasting dominion. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, which shall not pass away, welche nicht vergehen soll. And his kingdom, that which shall not be destroyed, sein Königreich, welches nicht zerstört werden soll. Und das ist das Ding. Das heißt, YAHAWASHI's Königreich, welche die Saints nehmen werden, okay, die Heiligen von Yahweh Bashem Yahushai, welche Israeliten sind, werden für immer da sein. Das ist eine Offenbarung, Kapitel 19 und Vers 14. And the armies which were in heaven followed him upon white horses. Und die Armeen, die ihm folgten ihm auf weißen Pferden, welche die Chariots sind, die ICB, die sogenannten UFOs, clothed in fine linen, gekleidet mit feinen Leinen, white and clean, weißen Reihen, welche Gerechtigkeit repräsentiert. Und das ist YAHAWASHI. Wie es sagt hier, Vers 16. And he had on his vesture, und er hat auf sein Gewand, and on his thigh, und es auf seinen Oberschenkel, name written, einen Namen geschrieben, King of Kings and Lord of Lords, König von Königen und Herr von Herren. Das ist YAHAWASHI. Okay? Aber das alles, was Schab, YAHWAH durch die Spür, die Kraft und Mächtigkeit, Gnade von Yahweh Bashem, YAHAWASHI, Bashem, KADASH. Lektion Aufbahn, stärkender Mann belehrt. Lektion kam durch die Spür, die Kraft und Mächtigkeit, Gnade von Yahweh Bashem, YAHAWASHI, Bashem, KADASH. Durch seine Spür der Weite, durch seinen KADASH Shalamaf, HALALYAM, HAWAD, KABAD, WAHRHEIT, LATINOS, YAHWAH Bashem, YAHAWASHI, Bashem, KADASH. BARAK YAHWAH, BARAK YAHWASHI, Bashem, KADASH, YAHWAH Bashem, YAHAWASHI, Bashem, KADASH, KAYA KOLBAIN, LAWAN, LAWAN, WAHRHEIT, KADASH, LASHAM, MASHA, YAHWAH Bashem, YAHAWASHI, Bashem, KADASH, BARAK WAHAPLATAM, SHALOM, WABABKSHA, MAWAK, WABABABOL, WABABKSHA, YAHWAH, KOTSA, YALAK, THAWADAH, TOPAMAN. Der starken YAHWAH Bashem, YAHAWASHI versteht. Ja, es wird einen nuklearen Krieg geben, es wird totale Zerstörung sein, aber die Elekt, die 144.000, die Eintritte von Männern, Frauen und Kindern, werden gerettet von der kommenden Zerstörung. Bashem, YAHAWASHI, den Namen von YAHAWASHI.
Okay? Siehst du, starken YAHAWASHI, arbeitet eigene Lösung aus und seht diese Lösung nicht als nichts. Wir werden hochgebeamt. Weil es sagt, weißt du, von so einer 5, 1 bis 5, die Heiden werden es sehen, werden zittern, werden voller Furcht sein, weil sie sowas noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Diese Erlösung von uns wird was nie Dagewesenes sein. Aber YAHAWAH, bis zum nächsten Mal. Shalom, wa barak.